Moin Leute und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Was gucken wir uns heute an? Heute hier ein Axion 69 TerraTruck. ...445 PS der gute. Hier der 8400 hat 450 PS mit Boost. Nur eine kleine Info am Rande. Der steht hier wegen einem ganz anderen Punkt. Wir gehen mal einmal um die Maschine außen rum, gucken uns den an. Dann gehen wir einmal in die Maschine rein. Ja, ich bin den gut 3 Tage, nicht ganz, 2 Tage jetzt gefahren. Dritten Tag heute den ganzen Tag Regen. Also eigentlich bin ich effizient nur 10 Stunden gefahren. Der Rest war davon eigentlich nur probieren, Kamera, Drillmaschine einstellen. Vorne 1,8 Tonnen, ich glaube 2 Tonnen, vielleicht sogar 2,2 Tonnen, weiß nicht, wie groß dieses Gewicht oben drauf ist. Für die Arbeiten, die ich gemacht habe mit der Kläden hinten dran, glaube ich, war es vielleicht ein bisschen viel. Genau, besonderes Augenmerk ist das TerraTruck-Band. Dazu kommen wir gleich. Zum Ausstieg kommen wir auch gleich. Was richtig krass ist, was sofort auf Anhieb aufgefallen ist die Zugänglichkeit. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, wie frei der ganze Bereich hier ist, wo man sonst immer in den Reifen diesen gewissen Dreck hat, der sich da reinsetzt. Wir können uns das mal hier angucken. Da, seht ihr das? Da ist das alles direkt zu, da setzt sich immer Dreck rein. Das ist ein ständiges Problem bei den Maschinen. Hier haben wir alles frei. Und ja, haben wirklich eine hervorragende Zugänglichkeit, muss man sagen, das ist der Wahnsinn. Dann haben wir hier Cat 4 Unterlenker, Kategorie 4, das heißt, sie sind noch ein bisschen stärker, haben wir beim 8R auch. Zum Beispiel hier Steuereinheiten, druckloser Rücklauf, hier Load Sensing hier oben, Isobus, Strom. Eigentlich alles das dran, was heutzutage dran sein muss. Sicherlich die Extraliste ist da enorm lang. Kommen wir gleich zum Anfang. TerraTruck-Laufwerk, Raupenlaufwerk. Warum eigentlich? Wo ist der Unterschied zu dem Kollegen? Und warum macht man das eigentlich mit dem TerraTruck-Laufband? Na gut, die Problematik, die heutzutage die Landwirtschaft hat, die Maschinen werden größer, sie werden leistungsfähiger und irgendwie muss man die Kraft auf den Boden bekommen. Und da ist im Prinzip die Grenze von diesen ganz normalen Reifen. Weil die Aufstandsfläche ist begrenzt von einem Reifen, irgendwann geht es nicht mehr extrem weiter, nicht mehr größer. Und dann fehlt da im Prinzip die Traktion, um die Kraft zu übertragen. Ein Mittel ist davon, man macht einen zweiten ran, eine sogenannte Zwillingsbereifung. Das verstärkt deutlich die Kraftübertragung und erhöht natürlich die Aufstandsfläche. Wir sind bodenschonender und wir haben eine bessere Kraftübertragung. Das heißt, wir verbrauchen auch weniger Kraftstoff durch die Kraftübertragung letztendlich. Die Problematik ist aber bei dem hier, wir brauchen dafür eine Sondergenehmigung und ein Begleitfahrzeug. Das heißt, mal schnell eine Fläche wechseln ist nicht. Und in einigen Bundesländern ist diese Variante so über die Straße gar nicht möglich. Da müsste man ständig an- und abbauen. Da kommt man zu diesem Bereich. Das Ganze erhöht sozusagen die Aufstandfläche, ohne dabei die Breite zu erhöhen. Ein TerraTruck-Laufband oder beziehungsweise ein Bandlaufwerk, TerraTruck heißt es bei Klaas, ein Bandlaufwerk. Und hier in dem Sinne eine Halbraupe. Das heißt, hier die Hinterachse steht auf eine massiv größere Aufstandsfläche. Vorne haben wir da ein normales Rad. Wo ist der Vor- und Nachteil dieser Systeme? Wir haben hier eine schmale Straßenbreite. Das heißt, wir brauchen kein Begleitfahrzeug. Wir können einfach über- und umsetzen. Wir brauchen hier ein Begleitfahrzeug zum Umsetzen. Wir können nicht einfach so umsetzen. Der Kostenpunkt ist aber natürlich teurer als das ganze System. Ne? Zudem haben wir auch in diesem System einen deutlich höheren Bänderverschleiß, wenn wir auf der Straße uns bewegen und wenn wir zum Beispiel Silo schieben. Wir schieben zum Beispiel viel Silo mit dem Kollegen. Das heißt, Räder rollen natürlich, können sich über den Boden deutlich besser bewegen und nutzen weniger ab, als wenn eine Raupe ständig hin und her radiert. Ne? Das sind so ein bisschen die Vor- und Nachteile dieser Systeme. Für einen reinen Ackerbaubetrieb macht das Teil schon Sinn.
weil da braucht man kein Begleitfahrzeug, man hat eine schöne Aufstandsfläche und wir haben natürlich mehr Möglichkeiten. Wir können im Frühjahr hier einen Düngerstreuer ranhängen, wenn die Bedingungen noch feucht sind. Wir können sicherlich auch vor dem Güllefass fahren. Wenn wir in den Bestand fahren, dann haben wir eine relativ schmale Spur. Da haben wir natürlich deutlich mehr Fläche, die wir überrollen, als hier, wenn wir in den Bestand fahren. All das ist ein Für und Wider. Im Groben kann man sagen, steht Zwillinge den Raupen eigentlich nichts nach. Im Groben, in den Feinheiten, wenn man reinguckt, sind Bandlaufwerke doch schon etwas bodenschonender. Das ist der Punkt, genau. Hier haben wir halt eine Halbraupe, das heißt hinten ist mehr Aufstandsfläche, vorne haben wir das normale Rad. Genau, soviel zum Thema erstmal, warum Zwillinge, warum Halbraupe, warum macht das so viel Sinn? Wegen der Kraftübertragung. Irgendwo hat ein normales Rad Grenzen und dann kommt das Ganze ins Spiel. Gut, wir gehen mal hoch, der Aufstieg komplett anders als beim Standardschlepper. Hier über die Seite, hier oben übrigens die Tank. Deckel, dort können wir nachfüllen, AdBlue und Diesel. Hier über die Seite gehen wir hoch, hier dann in den Einstieg und das dürften alle Glasfahrer kennen. Das ist im Prinzip dieselbe Glaskabine wie im normalen 900er oder wie auch im Axion verbaut. So sieht das Ganze aus. Die Übersichtlichkeit würde ich sagen, definitiv gut. Was hier wirklich gelungen ist, dass diese Displayanzeige gut ersichtlich ist, aber nicht wirklich den Blick sperrt. Ich mache das mal so. Das entspricht ungefähr meinem Blick. Also es ragt hier hinten nicht raus. Wir haben aber alles schön zu sehen. Wenn wir den jetzt anmachen wollen, einmal hier die On-Taste drücken und dann können wir einmal durchdrehen. Ah. Wir haben den Schalter vergessen auf P zu legen. Zack. Jetzt geht er an. Der Hauptschalter geht immer nach 30 Sekunden aus, sobald der Trecker aus ist. So sieht es jetzt aus von hier. Hier haben wir das neue CMOS Glasdisplay, was ihr auch sicherlich bei mir im Häcksler kennt. Wirklich gelungenes Bedienkonzept, gibt gar keine Zweifel. Finde ich hervorragend. So sieht das Ganze dann aus. Hervorragend. Ich finde hervorragend gelöst, finde ich bei meinem Glas schon super gemacht. Das ist so schlicht aufgebaut hier an der Seite. Man findet direkt das, was man möchte. Wenn wir in den Kraftheber gehen, gehen wir in den Heckkraftheber, haben wir hier die Einstellung. Gehen wir ins Getriebe, haben wir hier alle Möglichkeiten von Tempomat über TerraTrack-Einstellung. Also ich finde es in meinem Häcksler auch schon wahnsinnig gut gelöst. Es ist wirklich schnell, das Display, man hat keine langen Wartezeiten. Wenn man Hydraulik ändern will, tippt man hier rauf. Einfach antippen. Entweder wir drehen es hier rüber, wir drücken Plus, Minus, da Plus, Minus, oder wir tippen rauf und geben eine Zahl ein. Zack. Okay, das ist genau dasselbe hier auch. Ist im Prinzip eine sehr geile Lösung mit diesen 3 Möglichkeiten, wie wir es letztendlich einstellen können. Hier haben wir immer noch mal ein Rädchen drin, falls doch das Touchpad versagt. Dann haben wir natürlich hier Auftragsmanagement, also alles das, was ein moderner Traktor bietet, kann das Teil auch. Isobus wird über dieses Terminal abgearbeitet, ging wunderbar, ohne Probleme. Eingesteckt, wir hatten es mit einer Kläden eingesteckt und konnten direkt losfahren. Da gab es wirklich gar keine Probleme. Die Bedienung relativ simpel und schlicht. Auch da verfolgt Claas ihr eigenes oder ihr Bedienkonzept mit diesem C-Motion Joystick. Im Prinzip, wenn ich jetzt hier, entweder kann ich so vorwärts fahren, indem ich nach vorne tippe und hier nach hinten. Oder ich mache ihn hier auf neutral. Und dann kann ich, wenn ich ihn hier drücke, diesen orangen Taste drücke, nach vorne drücke, vorwärts fahren, hier drücken, nach hinten ziehen, fahre ich rückwärts. Hervorragend gelöst. Hervorragend gelöst. Hier ganz normal die Steuereinheiten, Handgas, Zapfwelle, Tempomat, schneller, langsamer, Motordrehzahl, schneller, langsamer und hier die eingespeicherten Drehzahlbereiche. Hier haben wir nochmal einen extra Joystick, den können wir uns auch frei belegen. Können wir zum Beispiel vorne eine Silozange mit bewegen. Also auch das ist alles möglich. Kommen wir noch weiter zum Joystick.
Hier oben haben wir noch frei belegbare Tasten. Hier die Tempomat-Taste. Wir haben hier vorne noch einen Kippschalter. Den können wir uns auch frei belegen. Wir haben hier die Heckhydraulik. Dann haben wir hier auch frei belegbare Tasten. Hier ist im Prinzip ihr... ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also dieses Vorgewändemanagement. Ich weiß nicht. CSM heißt es bei Claas. Im Prinzip kann man sich hier Sequenzen erstellen, die dann abgearbeitet wird. Ähnlich wie iTech oder Teach-In von Fendt. iTech von John Deere, Teach-In von Fendt. Ja, im Prinzip Sequenzen, die man einspeichert, die von diesem, wenn man es drückt, dann fest abgearbeitet werden. Meinetwegen, Gerät geht runter, nach 10 Meter Unterlenker runter, dann macht Autopilot an, dann macht Tempomat. Das können wir ja alles mit einer Taste auslösen und das ist gar kein Problem. Funktioniert auch wirklich hervorragend. Hier haben wir noch Allrad, Differentialsperre, Zapfelnautomatik, Front... wie heißt es? Frontfahrwerk ist es nicht. Frontachse, Vorderachsenfederung. Und auch die Fronthydraulik. Hier haben wir dann nochmal Taste zum Sperren und Entsperren der Hydraulik. Und hier das Ganze für Aktivierung des Autopilots rein. Dann macht er einen Systemcheck und wenn das dann grün leuchtet, dann haben wir den Autopilot aktivierbar. Und dann aktivieren wir ihn hier auf dieser Taste. Autopilot und Isobus laufen komplett über diese Taste, auch eventuell Applikationskarten für Section Control, alles hier. Das meiste, muss ich auch sagen, läuft auch fast über dieses Terminal. Also die Störungen waren jetzt hier, weil die alle auf Schwimmstellen durchgeklippt waren. Das meiste läuft wirklich fast, das Wichtigste läuft fast über dieses Terminal. Also hier kann man sagen, hier ist eigentlich Maschineneinstellung, hier ist all das, was mit Smart Farming zu tun hat. Ich meine, ich finde es gar nicht schlimm, dass es zwei Bildschirme inzwischen sind. Der Trend geht sowieso wieder zu 2 Bildschirmsystemen. Ich habe im John Deere zwar einen gehabt, habe mir aber einen zweiten dazu geholt, weil es einfach übersichtlicher wird. Im Fendt One wird es verfolgt. Und ja, im jetzigen Fendt fehlt mir teilweise dann doch ein zweiter Bildschirm, wo ich das Gerät oder nur GPS drauf habe. Dieses ganze Einteilen mit kleinen Fenstern finde ich persönlich ist nicht die beste Lösung. Also ich persönlich tendiere auch zum 2-Bildschirmsystem. So viel erstmal zur groben Erklärung. So, ihr lieben Leute, kommen wir zum Fazit von diesem Trecker. Wir sind jetzt verspätet. Wir haben heute den 1. November und wir hatten die Maschine ja nochmal hier zu dem Sonnenblumendreschen. Da kommen wir in Zukunft zu. Aber ich hatte schon ein Fazit einmal aufgenommen, muss aber sagen, ja, ich war nicht so geschmeidig unterwegs, nicht so wirklich locker drauf. Ja, wo ich hinterher beim Angucken mir gedacht habe, Alter Hannes, was hast du denn da gelabert? Das ergibt ja Sinn, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht nutze ich auch ein paar Segmente davon, was ich alles festgestellt habe. Wir haben folgenden Punkt. Wir haben die Maschine getestet. Wir hatten die vorne Clayton und wir hatten die jetzt nochmal vom Überladewagen beim Sonnenblumendreschen. Warum vor dem Überladewagen? Ganz einfach. Hier wurden Videoaufnahmen vom Trion gemacht oder für den Trion gemacht. Und es ist natürlich für den Hersteller so, ja, ein Fremdfabrikat passt natürlich nicht aufs Bild, müsste jedes Mal wegretuschiert werden. Man muss mehr bei den Aufnahmen darauf achten. Sozusagen haben wir jetzt, ja, beziehungsweise kam dann die Idee hoch, ich weiß gar nicht von wem, ja, wie sieht es denn aus, der TerraTruck, der ist doch momentan frei. Kann den jemand holen fahren? Ich glaube, wir haben den jetzt geholt, sonst hätte Klaas den aber auch geholt für uns. Dann wollen wir hier ein bisschen aufpassen. Mensch, was stellen die hier alle die Einfahrt zu? Kriegt doch jetzt schon wieder die Kretze. Die gehört ihnen doch noch nicht mal. Jo, genau, wir hatten den, also so kam das zustande. Hey,
Wäre ganz cool, wenn vor dem Überladewagen auch noch etwas glasfarbenes fährt. Haben wir nicht und deswegen gab es jetzt hier den Axion TerraTrug. Sieht natürlich in Kombination mit einem Überladewagen schon on point auf. Und da kommen wir erstmal zum Anfang, kommen wir zum Optischen. Ich muss euch sagen, als ich den damals in der Vorstellung gesehen habe, wusste ich nicht so richtig, was ich von dem Design halten sollte, beziehungsweise von dem ganzen Trecker. Ein Raupe, ja, das Raupenartige macht ja schon Sinn. Ne, für einen Ackerschlepper mit 400 und PS, ein Raupenlaufwerk oder eine Halbraupe macht absolut Sinn. Machen wir uns da nichts vor. Raupe in der Zugkraft, in der Bodenschonung immer dem Reifen überlegen. Habe ich gedacht, ja, was sagst du eigentlich zum Design? Ja, ich weiß es selber nicht so recht, muss ich euch sagen, was ich zu dem Design sage. Jetzt ist es aber so, wenn man den schon ein, zwei Mal in echt gesehen hat und wenn man den auf dem Hof hat, vor den Maschinen und vor dem Überladewagen, ist das Design Killer. Also man muss sagen, je öfter man das Ding hier sieht, desto geiler ist das Design. Wirklich. Also dieser Punkt, diese Halbraupe da hinten dran, sieht schon geil aus. Ich muss es echt sagen, das sieht wirklich geil aus. Feiere ich das Design wirklich. Genau, und dann kommen wir zum Allgemeinen. Kommen wir vom vor allem die Leute gucken auch total wild, ne? Sieht man auch nicht alle Tage. Eine Raupe hinten drunter. Zugänglichkeit wirklich top. Also ist bis jetzt die beste Zugänglichkeit, die ich so bei einem Schlepper hatte. Ja, selbst Cerion hatte eine gute Zugänglichkeit, aber Cerion hatte auch einen Reifen hinten dran. Man muss ja weg sagen, Leute, wir sind Axion gefahren. 2015 bis 2019 hatten wir einen Axion 830 und wir hatten 2010 bis 2018 ein Cerion. 2010 bis 2012 ein Cerion, ein 3800er im Mietprogramm und dann hatten wir nachher einen eigenen für 6 Jahre. Der erste Cerion war nicht so gut, relativ wenig Zugleistung. Der zweite war in einer ganz anderen Liga unterwegs. Komisch, also einen schlechten und wir hatten einen extrem guten und der hat wirklich eine ausgesprochen gute Zugleistung gehabt. War eine sehr, sehr zuverlässige Maschine. Also Cerion wirklich top gewesen. Habe mich dann aber für einen normalen Schlepper entschieden, weil inzwischen hast du natürlich auch im normalen Schleppersegment über 400 oder 450 PS. Sie kriegen auch die Kraft gut auf den Boden, sind ein bisschen flexibler einsetzbar und haben ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur deshalb habe ich mich damals für den John Deere entschieden. Der Axion, muss ich sagen, was mich gestört hat oder was uns gestört hat, war die Kabinenfederung. Der war relativ hart, die Kabine hat so seitliche Schläge, das macht dieser hier auch noch, ist aber bei Weitem weniger geworden durch die Raupenlaufwerke. Und es war nicht die zuverlässigste Maschine, muss ich ehrlich zugeben, weil wir hatten immer wieder ein paar Probleme mit Sensoren und was nicht alle. Und deswegen ist er wieder gegangen. Jetzt sind aber ein paar Jahre ins Land gegangen seitdem und man muss auch sagen, na klar haben die was gemacht. Terminal, Bedienung, also wir hatten damals schon den C-Motion-Griff. Hat mir schon gefallen und mir gefällt eigentlich auch immer die Bedienung von Claas, weil sie auch so, ich sag mal, typisch deutsch ist. Sie ist einfach, sauber, aufgeräumt und jeder setzt sich hier rauf und findet zurecht. Auch wenn er die Maschine vielleicht noch nicht gefahren ist. Und ich habe auch für diese Maschine zum Beispiel keine Einweisung bekommen. Aber ich komme super mit dem Terminal klar, weil die Bedienung halt mega einfach und übersichtlich ist. Das sind wirklich super Punkte. Wir müssen aber sagen, nach wie vor, die Kabine ist klein. Also wir haben hier einen Schlepper in dem 400 PS Segment, in dem oberen Liga, der überall mitspielt. Also in der 8R Generation, im 900er Fan. Er kann da ja absolut mithalten mit seiner Leistung, aber in der Kabine hängt er absolut hinterher. Das ist einfach, wenn man sieht, was der Markt sonst bietet, ist das einfach viel zu klein. Und dazu hat diese Kabine auch das, was damals der Axion hat. Der nimmt seitliche Schläge, nimmt die Kabine sehr doll auf. Das hat damals unser Axion gehabt, das hat der hier auch. Also der macht so seitliche Ruckbewegungen hin und her, aber nur in ganz bestimmten Lochsituationen, nicht ständig, also in ganz bestimmten Löchern. Und das ist sehr belastend, muss man sagen. Man merkt aber schon den Vorteil des Raupenlaufwerks. Der Fahrkomfort durch dieses Band ist immens. Man hat jetzt nur noch das Wippen von der Vorderachse, aber hinten über die Hinterachse schiebt er mega entspannt drüber. Terminal, top. Bedienung, wirklich top.
Lenkrad-Terminal bzw. das Display sehr gut gelöst, weil es ist da, es ist übersichtlich, aber es fällt nicht im Blick. Und es ist nicht zum Beispiel wie beim 900er Fan, kommt einem das so ein bisschen schräg entgegen, wo du immer so ein bisschen untergucken musst, damit du das wieder siehst oder so ein bisschen beiseite gucken willst, auch bei der Lichtbedienung. Das ist eine Punkte beim 900er Fan, die mir nicht so zusagen, beim neuen 900er Fan. Das ist hier besser gelöst. Du hast das wirklich im Blick, aber du verdeckst dadurch die Motorhaube nicht. Ansonsten hast du natürlich nicht diese freie Sicht, wie du das zum Beispiel beim John Deere kennst mit der langen Nase, dass du an der Motorhaube so ein bisschen vorbeigucken kannst. Also hier ist eine breitere Motorhaube, ist natürlich alles ein bisschen verdeckter. Also beim Siloschieben oder so hast du natürlich nicht die ganz krasse Sicht, aber es würde ich sagen dennoch gut. Ich finde nach wie vor auch gut die Lösung hier oben mit dem Temperatur bzw. mit dem Klimaautomatik und mit dem Licht. Einfach übersichtlich. Das ganz normale Radio, muss ich sagen, gefällt mir nach wie vor auch besser als eine integrierte Variante. Die integrierte Variante ist geil, wenn die so ist wie bei John Deere. Das heißt, du kannst am Terminal deinen Radiosender wechseln, lauter und leiser machen in der Armlehne. Aber wenn mein Vati fährt, der kann auch hier oben an einem Knopf drehen. Und das ist auch so einer der Punkte, die mir beim neuen Fan gar nicht gefallen. Mein Vati fährt aushilfsweise, fährt er manchmal los. Ja, der kriegt nicht einfach so mal den Sender gewechselt. Und das ist auch ein bisschen schade, weil du bedienst zweierlei Leute immer mit diesen Maschinen. Einmal die absoluten Vollprofis, die ja das ganze Jahr drauf sitzen und die alle Möglichkeiten von diesen modernen Maschinen ausschöpfen wollen. Und du hast aber auch Aushilfsfahrer, die sich auch einfach gerne mal einen anderen Radiosender einstellen wollen. Und in gewisser Weise muss ich manchmal sagen, stumpf ist Trumpf. Also wenn da so ein Drehknöpfchen dran ist mit Aus und An, ist es auch eine ganz feine Sache. Kommen wir zum Technischen oder wir bleiben noch kurz in der Kabine. Das Ding ist auch gut gelöst, muss man sagen. Diese ganzen Punkte. Ja, was ich vielleicht nicht ganz so safe finde, aber das hat Klaas ja auch gelöst. Wenn 30 Sekunden die Zündung aus ist, geht direkt der Hauptschalter aus von der ganzen Maschine. Ist natürlich geil. Du läufst nicht die Gefahr und lässt ein Terminal über Nacht an und es geht nicht mehr. Beziehungsweise es geht nicht mehr an oder aus. Der ganze Trecker, die Batterie ist verbraucht. Das ist natürlich ein Vorteil. Wenn du natürlich nach wie vor Strom brauchst, gibt es bestimmte Stellungen am Zündschloss, da kannst du weiterhin Strom haben. Also die Zündung zum Beispiel. Oder wenn man ihn nicht zu weit rückdrehen, war eine andere Marke. Also wenn man hier eben auf Zündung lässt, bleibt weiterhin der Strom aktiv. Kommen wir noch ein Punkt hier drin, ist noch der GPS. GPS-Terminal, ich habe hier das S10 gehabt. Ist eine veraltete Version, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Isobus hat funktioniert, es ist aber ultra langsam. Es ist ultra langsam, Bedienung ist okay. Es ist nicht on point, muss man sagen. Also es hängt der Generation etwas hinterher. Deswegen ist es ja auch nicht mehr die aktuelle Version. Sie war aber hier drinne, weil das neue Display ist momentan nicht lieferbar. Also wie ihr vielleicht mitbekommen habt, es gibt überall auf der Welt Probleme mit Chipsätze und sämtlichen Teilen und. Also nicht nur Computertechnik, was ihr vielleicht auch bei Grafikkarten und sonst wo an den Computerpreisen aktuell seht, sondern auch sämtliche anderen Teile sind überall auf der Welt nicht lieferbar. Es werden ganze Werke geschlossen und. Deswegen zum Beispiel ist dieses neue Terminal nicht drin. Das wäre aber schon hier drin gewesen. Steinhager hat jetzt aber ganz normal ihr altes Display reingebaut. Das haben sie für Vorführer oder für Notfälle haben das integriert. Deswegen konnten wir es nutzen. Ich bin aber im Trion dieses neue Display gefahren. Muss sagen, das, was ich gesehen habe, einfach übersichtlich, kann das, was es muss. Isobus ist nicht in diesem Terminal integriert. Ich kann euch auch gar nicht sagen, ob es diese Generation schon könnte. Ich bin der Meinung eigentlich schon. Nagelt mich aber nicht drauf fest. Der Punkt ist aber auch, ich bin auch der Meinung, dass Isobus, wenn du mit Isobus fährst, zusätzlich GPS, verträgt der Trecker gerne mal ein zweites Terminal. Wir haben es im 8R, im John Deere, ist eine Bombensache. Ich will nicht drauf will es nicht vermissen. Jetzt im 900er Fan, du fährst Drillmaschine, du willst den 8R bedienen und hast GPS, ist auf einem Display wirklich mehr schlecht als recht, muss ich dir ehrlich sagen. Da kann gerne ein bisschen mehr passieren. Also ich bin nach wie vor der Typ,
wenn du mehrere Funktionen auf einem Terminal haben willst, dann nutzt lieber 2. Weil es ist wirklich einfacher und übersichtlicher. Also einfach ein zweites Anzeigendisplay, eine Taste drücken, zack, du spiegelst das auf dein anderes Display, ähnlich wie im John Deere. Geile Variante. Dazu kommen wir dann zum nächsten Punkt. Wenn wir hier das GPS-Terminal hier hochgebunden haben, haben wir eigentlich gar keinen Platz für ein zweites Terminal. Das heißt, du musst dir eine extra Halterung bauen für oben, hier irgendwie drüber. Ist nicht so nice. Der Hersteller oder die Hersteller könnten vielleicht auch mal anfangen, hier oben Halterung mit zu integrieren, dass du oben auch noch mal was ranbinden kannst. Das ist auch wieder der nächste Punkt. Eine größere Kabine wird natürlich auch Abhilfe von dem Ganzen schaffen. Das war es erstmal hier drinne. Also hier drinne, das was technisch digital gemacht wird, ist wirklich gut umgesetzt. Nur die Kabine ist einfach zu klein und der Fahrkomfort ist nicht so von der Kabine her, wie er hätte gern sein sollen. Der Fahrkomfort aber vom Raupenlaufwerk, Bombe. Und da kommen wir zum mechanischen Teil. Kommen wir zu außen. Kommen wir zu außen. Einfach alles, was rundrum die Maschine ausmacht. Dieselverbrauch kann ich euch jetzt nichts dazu sagen. Wir haben jetzt nichts im Vergleich dagegen laufen lassen. Er hat jetzt 11 bis 12 Liter pro Hektar vor der 6 Meter Kläden genommen, was ich als normal betrachte. Also es fühlt sich nicht an, als wenn es zu viel oder zu wenig wäre. Das ZF-Getriebe, was hier verbaut ist etwas lauter, aber die Zugleistung ist wirklich da. Also auch unser Axion 830 damals hat bombig gezogen. Kann mich da wirklich nicht beschweren. Und ZF hat in der Hinsicht auch keinen schlechten Ruf in Sachen Zugleistung. Motor leise, ganz normal, wie man es auch gewohnt ist. Also das, was wir aktuell hören, ist das Getriebe. Raupe, Fahrkomfort ist da. Also Fahrkomfort ist wirklich da. Das Ding schwebt über alle Hindernisse rüber, es sei denn, du fährst wirklich massiv mit der Vorderachse irgendwo rein. Ne? Das ist wirklich der Punkt. Aber die TerraTrak-Laufwerk an sich ist wirklich hervorragend, muss man sagen. Weil das hat wirklich auch eine super Bodenanpassung. Du siehst das, wenn das Raupenlaufwerk fährt, dass alle Segmente selber für sich fahren in dieser Raupe und das Raupenlaufwerk an sich einfach nicht steif ist. Ich hoffe, ich habe das gerade mit geilen Aufnahmen überblendet und ich hoffe, ich habe davon geile Aufnahmen. Die Zugleistung ist wirklich da. Also auch bei nassen Bedingungen sind wir nicht über 5 bis 6% Schlupf gefahren, auch wenn die Maschine wirklich mal ziehen muss. Und das musste sie. Also wir haben auch Lehmkuppen, wo das Gerät sich wirklich schwer gezogen hat, wo er hier seine ganze Leistung ausspielen konnte. Auch da ist der Schlupf nicht nach oben gegangen. Der war weiterhin tief. Das ist natürlich ein Riesenvorteil von diesem Raupenlaufwerk. Das heißt, du hast ja im Prinzip die Zugleistung wie mit einem Schlepper mit Zwillingsbereifung. Du hast aber immer eine angenehme Straßenbreite, sodass du halt auch ganz normal umsetzen kannst, ohne Begleitfahrzeug. Du kannst den halt auch vor deinem Überladewagen nehmen. Mit Zwillinge ist ein bisschen schwierig, weil du auch teilweise nicht eng genug an die Anhänger kommst. Zum Beispiel an unseren Hawe müssen wir mal ein bisschen dichter ran. An HW80 wird es funktionieren, weil dann halt die Rutschrampe weiter wäre. Aber das funktioniert. Er ist wirklich vielseitig dadurch einsetzbar. Und du kannst auch, ich würde sagen, 1, 2 Tage mal überbrücken im Transport. Weiß Gott, ich würde den wirklich nicht im Transport einsetzen, weil ich glaube, da tränen einen wirklich die Augen, wenn man die Rechnung von dem Raupenlaufwerk bekommt. Und die wird irgendwann kommen, wenn man das Ding ganz viel auf der Straße fährt. Da glaube ich, kommen einen schon die Tränen. Ich glaube, es ist letztendlich aber nicht teurer als ein Satz Zwillinge. Von daher. Im Gesamten muss man sagen, ist die Maschine aber teurer als ein Standardschlepper mit Zwillinge. Zu dem Einsatzspektrum muss ich sagen, vielleicht mit Zwillinge bist du vielleicht ein bisschen flexibler, weil Silo bauen, klar, das funktioniert, auch in hohen Größen. Sag ich mal, wo du nachher bei 10 Meter Höhe doch ein bisschen zufriedener bist, wenn du mehr Aufstandsfläche in der Breite hast, weil es ein bisschen gewissermaßen Arbeitssicherheit ist. Und du hast natürlich Zwillinge rollen. Ne? Eine Raupe rollt nicht, sie rutscht immer. Beim Wenden, was du ja natürlich, wenn du auf Betum silierst, ganzjährig viel hast. Er wird aber zum Beispiel in meiner Nachbarschaft von einem Lohnunternehmer, der weiter wegkommt, zum Silo-Mais-Schieben eingesetzt und funktioniert da auch. Genau. Auf dem Grünland, ich hatte ihn nicht auf dem Grünland, aber ich bin bei uns auf der Rasenfläche gefahren und das ist schon krass.
Also das ist so typisch Raupe, was man auch erwartet. Der macht schon einen Schaden an der Grasnarbe. Der verdreht dir die Grasnarbe schon. Jetzt werdet ihr sagen, Hannes, du hast doch aber auch Raupenlaufwerk am Jaguar. Ja, der hat aber eine kleine Besonderheit. Der drückt am Vorgewende oder beim Umdrehen drückt er das Bandlaufwerk durch und entlastet vorne und hinten, wodurch er die Aufstandsfläche minimiert und besser um die Kurven gleitet. Es ist noch nicht wie eine Radmaschine, aber es ist deutlich besser. Wo ich mir denke, den Kollegen hier vom Güllefass, der macht schon gut Schaden. Also ist eine Alternative für meinen 8R? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, obwohl ich sehr begeistert bin von diesem Raupenlaufwerk. Und er bietet wirklich viel Potenzial. Also du kannst auch zum Beispiel die erste Gabe im Frühjahr, kannst du wirklich super, glaube ich, im Bestand fahren mit diesem Teil. Fahrgäste fahren und ab geht's. Und du hast ja auch die Option, du nimmst einfach vorne ein bisschen Gewicht runter, dann bekommst du ja ein bisschen mehr Gewicht aufs Heck. Ne? Du hängst deinen Düngerstreuer ran, der gerne mal mit Zuladung 4-5 Tonnen hat. Das vergessen die meisten. Die Dinger sind ultra schwer, wenn die voll sind. Gerade mit Kieserit oder Kass hast du schon 3-4, bei Kieserit auch 6 Tonnen da drin. Und dann kannst du sozusagen auch sagen, okay, ich nehme ein bisschen Gewicht an der Vorderachse runter und habe bewusst mehr auf der Hinterachse, um es mehr auf das Bandlaufwerk zu verteilen. Eine Option. Was ich glaube, eine geile Option ist. Gerade im Frühjahr. Du kannst im Bestand fahren mit dem Güllefass, glaube ich, was auch sehr gut funktioniert. Striptill denke ich auch, zumal du hast den Vorteil des Straßentransports. Wo ich es wirklich kritisch sehe, ist der Grünlandeinsatz. Müsste man vielleicht noch mal ausprobieren und zum Silo schieben. Muss man sehen. Wenn du das Ding aber in so ein All-Inclusive Mietprogramm hast, auch was die Zuverlässigkeit angeht. Das heißt, du hast ein Mietprogramm über 3 Jahre, hast eine feste Summe, alles klar, das musst du dafür bezahlen. Ja, dann hast du, ich sag mal, das Risiko des Restwertes hast du nicht, was du selber tragen musst. Du hast im Prinzip das Werkstattrisiko nicht und Verschleißrisiko hast du gewissermaßen auch nicht. Wäre zu überdenken. Für Maschinen, die vielleicht 1000 Stunden im Jahr arbeiten, richtig hart racken, die immer Arbeitsspitzen brechen müssen, ist es vielleicht auch eine geile Option. Also ich bin positiv angetan von diesem Ding, muss man ehrlich sagen. Der einzige größte Kritikpunkt ist wirklich die Kabine. Ein paar Kleinigkeiten gibt es so noch, wenn man zum Beispiel eine Steuereinheit hier auf den Joystick legt und hat eine Zeit in dieser Steuereinheit eingegeben und drückt dann diese Steuereinheit, also einmal die Taste an, dann läuft die Zeit nicht von der Steuereinheit runter. Du musst es halt immer über die Sequenz regeln. Also sofern ich das verstanden habe und sofern ich nicht so blöd war, funktioniert so nicht. Das heißt, du musst es über eine Vorgewendesequenz laufen lassen. Das sind so Kleinigkeiten, da könnte Klaas mal ein bisschen Gas geben und könnte das so machen, dass wenn man auch die Taste betätigt, auch die Zeit hier in dem Steuersegment runterläuft. Dann ist der Joystick nämlich noch flexibler einsetzbar und noch funktioneller. Was dann noch war, die Sequenzerstellung ist mir nicht positiv in Erinnerung geblieben. Also die ist nicht super funktionell. Das funktioniert, bin ich der Meinung, bei anderen Herstellern schon ein bisschen besser. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel eine Sequenz erstelle mit 1 und 2 und ich sage zum Beispiel bei der Sequenz 1 rote Steuereinheit ausschieben, ja, und ich füge das hinzu und ich gehe dann auf Sequenz 2 und drücke dann zum Beispiel, ja, beziehungsweise warum bekommt man keine Vorschläge, dass denn rote Steuereinheit einschieben vorgeschlagen wird? Nein, du musst den kompletten Menübaum durchtippen, bis du rote Steuereinheit einschieben wieder drin hast. Da gibt es andere Hersteller, die sozusagen dir sofort das Gegenteil vorschlagen, was du bei Sequenz 1 eingestellt hast. Das heißt, wenn du sagst, Sequenz 1 ist rote Steuereinheit ausschieben plus Heckkraftheber runter machen. Dann gehst du auf Sequenz 2 und da schlagen dir andere Hersteller vor, ja okay, dann ist das jetzt Heckkraftheber ausheben und rote Steuereinheit einschieben. Also da geht noch ein bisschen was. Das kann noch funktioneller werden. Ich muss aber ein bisschen gucken, mit was ich gearbeitet habe und was mir so aufgefallen ist. Das war's so im Prinzip. Das war's so. So im Gesamten. Geil ist auch der Modus, dass du hier halt die Bänder mitlenken lassen kannst.
Das heißt, du hast hier so einen Modus, den schaltest du ein und dann lenken die Bänder aktiv mit. Das heißt, eine Seite dreht sich schneller und die andere dreht sich langsamer und dadurch kommst du wirklich eng rum. Also damit stehst du dem ganz normalen Schlepper im Nichts nach. Das war das allererste und das war meine größte Überraschung, die ich festgestellt habe, wo ich gedacht habe, oh, der kommt aber eng rum, mein lieber Mann. Top, top. Ja, ich glaube, das war's so. Bisschen schwierig, das alles immer so zu überdenken, aber das war erstmal mein erster Eindruck. Also der Schlepper ist wirklich ein richtig solides Ding, muss man sagen. Größter Kritikpunkt ist und bleibt die Kabine. Ich denke, das weiß Claas auch. GPS-System weiß eigentlich auch Claas, dass sie da ihre Hausaufgaben machen müssen. Das neue Terminal ist hier noch nicht integriert, ich kann es nicht bewerten. Aber beim alten GPS-System hatten sie auch Potenzial nach oben, definitiv. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaut habt. Schreibt doch mal gerne in den Kommentaren, welche Maschine würde euch interessieren. Von was hättet ihr gerne mal so ein kleines Review. Stellt das doch mal vor, fragt doch mal bei den Herstellern an. Sagt mal Bescheid, Leute, welche Technik interessiert euch brennend. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, vielleicht bekomme ich mal eine Maschine davon oder dafür. Vielleicht dazu noch ein kleiner Punkt. Also es wirkt vielleicht so, als wenn ich die Maschinen einfach so bekomme oder einfach so nicht. Oder als wenn es für mich sehr, sehr leicht ist, eine Maschine zu bekommen, aber dem ist gar nicht so. Also ich musste auch noch relativ viel hinterherlaufen und fragen, ob ich denn darf. Wenn jetzt, ich sag mal, so eine moderne Firma wie Claas, die ist ja Social Media technisch mega gut aufgestellt, die sagt natürlich, na klar, wenn er ein Video davon machen will, warum nicht? Aber es gibt andere Hersteller, da muss man wirklich 5, 6 Mal überreden und kann ich denn bitte so eine Maschine haben und ich würde sie dann auch gerne mal in den Videos zeigen. In manchen Bereichen ist die Landwirtschaft da noch sehr steinzeitlich unterwegs und das ist der Bereich Social Media. Ne? Also es gibt Firmen, wo man sagt, hey, ich würde da gerne ein Video von machen. Ah, okay, du machst ein Video von. Ja, und wo sieht man das denn? Ja, bei YouTube. Okay. Und das gucken sich welche an? Ja, gucken sich welche an. Okay. Ja. Und machst du denn irgendwelche blöden Sachen oder erzählst du noch was dazu? Also, versteht ihr? Die Maschinen sind alle oder die Firmen sind alle unterschiedlich aufgestellt und es ist teilweise echte Pionierarbeit, ein Gerät für eine Vorführung oder für ein Video zu bekommen. Trotzdem, nur erstmal, das wollte ich euch erzählen. Das heißt, wenn ihr eine Maschine schreibt, und ihr schreibt mir teilweise auch bei Instagram, hey, wäre die Maschine nicht interessant für dich? Und ich frage den Hersteller an und die wollen nicht oder sie sagen, sie haben jetzt kein Gerät oder ja, musst mal zum Betrieb dir das Ding mal angucken fahren. Dann ist es immer noch was anderes. Ja klar, kann ich mir das irgendwo angucken fahren, aber ich glaube, das wird dann einfach kein gutes Video. Von daher, da habt ihr das einfach so ein bisschen im Hinterkopf, klar. Wenn ihr bestimmte Geräte sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, aber es ist nicht gewiss, dass ich das vielleicht bekomme. Aber vielleicht mit Hilfe von euren Kommentaren kann das wohl durchaus passieren. Ich sage danke wieder, dass ihr alle dazugeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. And now you made it, but I already played this. Not interested, open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me, shadowing me, I won. Oh, oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Oh, oh, I'll never get tired. I just wanna dance, just wanna
done, take my hand, just follow me. Shadowing me, I won.